In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der Momentum-Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Hier werden wir unseren Code für den Expert Advisor programmieren. Der erste Teil des Codes enthält die erforderlichen Bibliotheken. Wir binden die Klasse Trade aus der Standardbibliothek ein, die vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify bereitstellt. Dies ermöglicht uns eine effizientere Verwaltung unserer Handelsoperationen. Wir instanzieren ein cTrade-Objekt mit dem Namen Trade, das alle Handelsoperationen einschließlich der Positionsverwaltung abwickeln wird. Als nächstes definieren wir die Parameter für unsere Strategiekonfiguration. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter Lookback Bars wird auf 50 gesetzt, was den historischen Bereich für Hochs und Tiefs angibt und uns die Analyse von bis zu 1000 Kerzen ermöglicht. Der Parameter Min Candlesback wird auf 5 gesetzt, der das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief angibt und sicherstellt, dass wir nur die jüngsten Kursbewegungen berücksichtigen. Der Parameter Trailing Offset wird auf 10.0 gesetzt, der eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop in Punkten angibt, wobei die Spanne von 1 bis 20 reicht. Der Parameter Momentum Period wird auf 14 gesetzt, der den Zeitraum für die Berechnung des Momentum-Indikators festlegt. Schließlich wird der Parameter Momentum Threshold auf 100.0 gesetzt, der als Schwellenwert für Momentumsignale dient, wobei 100 als neutral gilt. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Status zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable Momentum Handle enthält das Handle für den Momentum-Indikator, während das Array Momentum Buffer als Ringpuffer für die Speicherung von Momentumwerten dient. Das Array Price Data enthält die OHLC-Kursdaten. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt. Innerhalb dieser Funktion erstellen wir das Momentum-Indikator-Handle mit der Funktion iMomentum und geben das aktuelle Symbol, den H1-Zeitrahmen und die Momentumperiode an. Außerdem konfigurieren wir die Arrays als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Dazu verwenden wir die Funktion ArraySetASeries sowohl für die Momentum-Buffer als auch für die Price-Data-Arrays. Schließlich geben wir den Erfolgscode init succeeded zurück. Weiter geht es mit der Definition der Funktionen zur Positionseröffnung. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Marktorder für eine Kaufposition zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit der Funktion SymbolInfo-Double ab und ruft dann die Methode PositionOpen aus dem cTrade-Objekt auf. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall geben wir eine Positionsgröße von 0,10 an, was bedeutet, dass wir 10 Mikrolots kaufen. Der anfängliche Stop-Loss und der Take-Profit werden deaktiviert, indem wir sie auf 0 setzen, und wir fügen einen Kommentar hinzu, der angibt, dass es sich um eine Momentum-Position handelt. In ähnlicher Weise führt die Funktion OpenSell-Position eine Marktorder für eine Verkaufsposition aus. Sie ruft den aktuellen Bitpreis ab und verwendet die Methode PositionOpen mit denselben Parametern wie die Funktion Buy, wobei der Auftragstyp auf Order Type Sell eingestellt ist. Auch hier geben wir eine Positionsgröße von 0,10 an, das heißt, wir verkaufen 10 Mikrolots, wobei der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit deaktiviert sind. Die Funktion onTick wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. Zunächst rufen wir historische Kursdaten für die Analyse ab, indem wir mit der Funktion CopyRates die H1-Kerzendaten für den Rückblickzeitraum kopieren. Zu den Parametern gehören das Symbol, der Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl und das Zielarray, das in diesem Fall Price Data ist. Außerdem laden wir die Momentumwerte mit der Funktion CopyBuffer aus dem Indikatorpuffer. Dabei geben wir den Indikator-Handle, die Puffernummer, die Startposition, den Count und das Zielarray an, in diesem Fall Momentum Buffer. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen.
Wir initialisieren eine booleische Variable hasOpenPosition auf false und setzen den currentPositionType auf PositionType by als Standardwert. Anschließend durchlaufen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge, um die relevanten Positionen zu finden. Für jede Position rufen wir die eindeutige Ticketnummer ab und prüfen, ob die Position zu dem aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir hasOpenPosition als true und speichern den Typ der aktuellen Position, bevor wir die Schleife verlassen. Jetzt gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über. Wenn der Momentum-Buffer anzeigt, dass das Momentum über den Schwellenwert steigt und der vorherige Wert darunter lag, prüfen wir, ob es keine offenen Positionen gibt. Sind keine vorhanden, rufen wir die Funktion OpenBuy-Position auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn bereits eine Kaufposition geöffnet ist, ermitteln wir mit der Funktion ILowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob dieses Tief mindestens min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tief liegt. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Trailing Stop zu verwalten. Umgekehrt, wenn der Momentum Buffer anzeigt, dass das Momentum unter den Schwellenwert fällt und der vorherige Wert darüber lag, prüfen wir erneut, ob offene Positionen vorhanden sind. Wenn es keine gibt, rufen wir die Funktion OpenSell-Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn bereits eine Verkaufsposition offen ist, ermitteln wir mit der Funktion IHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob dieses Hoch mindestens min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Hoch liegt. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Aktualisierung des Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Für sichere Änderungen gehen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch. Für jede Position wählen wir sie über die Ticketnummer aus und prüfen, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zum aktuellen Chartsymbol gehört. Wir rufen den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei Kaufpositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob kein Stop-Loss vorhanden ist. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, rufen wir die Methode Position Modify auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Bei Verkaufspositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt und aktualisieren entsprechend. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der Momentum-Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Wir haben ein paar Zeilen MQL-Code programmiert, um eine funktionierende Handelsstrategie zu erstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.